Am Abend verlassen wir den von der Guanabara-Bucht geschützten Hafen von Rio und bewegen uns in einer nächtlichen Etappe ca. 150 Kilometer in östlicher Richtung. Auf einer halbinselförmigen Landzunge befindet sich der für seine 25 schönen Strände berühmte Ferienort Armação dos Búzios, vor dessen Küste das Schiff ankert. Am Morgen bewundern wir zunächst einmal das verheißungsvolle Panorama, bevor es per Tenderboot einem entspannten Tag an der Perle der Costa del Sol entgegengeht. Obwohl schon der Hauptstrand des Ortes einen überaus einladenden Eindruck macht, zieht es uns zunächst in eine der etwas abseits gelegeneren Buchten, die sich am bequemsten per Wassertaxi erreichen lassen. Die beiden benachbarten Strände Aceda und Acedinha sind am frühen Vormittag noch fast menschenleer und bieten optimale Voraussetzungen für erholsame Badefreuden. Im Laufe des Tages nimmt die Besucherdichte deutlich zu, was wir zum Anlass nehmen, über einen wunderbar in die Natur integrierten Spazierweg zum Hauptort zurückzukehren. Da hier nur ein- und zweistöckig gebaut werden darf, gibt es keine großen Hotels, die den sehr ansprechenden Gesamteindruck stören. Auch die kleinen Gotteshäuser fügen sich wunderbar in die Umgebung ein und eignen sich somit perfekt für romantische Hochzeitsfeierlichkeiten. Der zentrumsnahe Armação-Strand hat sich inzwischen gut mit Badegästen gefüllt und wird gerne von athletischen jungen Männern für sportliche Aktivitäten genutzt. Kein Wunder, dass sich auch die Damenwelt hier absolut wohlfühlt. Dies galt insbesondere auch für Brigitte Bardot, die hier mit einer Statue geehrt wird, da sie das ehemalige Fischerdorf in den 60er Jahren für sich entdeckte und dem Ort zu internationaler Berühmtheit verhalf. Viele Restaurants schmücken sich daher auch heute noch mit ihrem Namen. Aber auch ohne den Namen der berühmten Schauspielerin wirken viele Lokale außerordentlich einladend. Natürlich lassen auch wir uns die Gelegenheit zu einem abschließenden kühlen Bier am Strand nicht entgehen. Am späten Nachmittag geht schließlich mit der Rückkehr zu Pier und Schiff ein erholsamer Aufenthalt auf Búzios zu Ende. Kurz vor Sonnenuntergang startet unser Schiff zu einer weiteren nächtlichen Etappe, die uns zurück in Richtung Rio de Janeiro bringt, welches wir diesmal aber lediglich passieren. Ziel ist nunmehr die 10 Kilometer vom Festland entfernte Insel Ilha Grande, die sich als Naturidyll und Badeparadies einen Namen gemacht hat. Das Schiff ankert in einer Bucht vor der einzigen Ansiedlung der Insel, dem Städtchen Abraão. Schon bei der Ankunft an unserem Liegeplatz offenbart sich die außerordentliche Schönheit der Insel. Ein Frühstück im Freien bietet sich in dieser wunderbaren Umgebung natürlich ganz besonders an. Danach geht es per Tenderboot in Richtung Küste. Schon ein erster Blick nach dem Anlegen offenbart, weshalb der häufig inflationär verwendete Begriff Trauminsel hier wie kaum irgendwo gerechtfertigt ist. Keinerlei Hektik, kein Autoverkehr, keine Straßen abseits des Städtchens, stattdessen unverfälschte Natur pur.
Die einzige Möglichkeit, dieses besondere Naturparadies genauer kennenzulernen, ist eine Bootstour, die wir infolgedessen mit großer Vorfreude in Angriff nehmen. Nun nähern wir uns unserem ersten Anlegeplatz, einem blendend weißen Sandstrand mit kristallklarem Wasser, der Badefreuden pur verspricht. Der nächste Strand, an dem wir uns aufhalten werden, hat das Prädikat paradiesisch in jeder Hinsicht verdient. Weiter geht unsere Tour durch die diversen Traumbuchten der Insel. Unser letzter Anlegeplatz ist zwangsläufig ein klein wenig touristischer, soll doch hier unser Appetit auf die frischen Schätze des Meeres gestillt werden. Zum Abschluss eines unvergesslichen Ausflugs bekommen wir noch eine Panorama-Rundfahrt rund um unser Schiff geboten. Natürlich lassen wir uns einen abschließenden Bummel durch das Städtchen mit seiner unvergleichlichen, relaxten Atmosphäre nicht entgehen. Ähnlich wie den gesamten Tag genießen wir die Abfahrt von der Insel bei Sonnenuntergang. Unweit von Ilha Grande liegt etwas weiter westlich auf dem Festland der Ort Paraty, vor dessen Küste das Schiff am nächsten Morgen vor Anker geht. Der Zugang zu dem kleinen Hafen des Ortes erfolgt auch hier wiederum per Tenderboot. Allmählich nähern wir uns dem Pier des knapp 40.000 Einwohner zählenden Ortes, der vor allem von seiner Lage zwischen Regenwald und Atlantikküste und einer intakten Natur profitiert.
Obwohl schon viele Ausflugsboote zur Erforschung der umliegenden Inselwelt bereitstehen, interessieren wir uns zunächst für die wunderbare Kolonialarchitektur des Städtchens, dessen historische Kulisse schon unzähligen Filmen als Schauplatz diente. Die denkmalgeschützten Gebäude wirken heute wie ein einziges museales Freilichttheater. Mit dem im Tagesverlauf allmählich zunehmenden Besucheraufkommen verabschieden wir uns nun auf eines der bereitstehenden Ausflugsboote, um zumindest einige der 65 vorgelagerten Trauminseln der Umgebung kennenzulernen. Am späteren Nachmittag geht es nach einem erlebnisreichen Ausflug wieder zum Pier zurück, von wo aus wir anschließend die Rückkehr zu unserem vor der Küste bereitstehenden Urlaubsdomizil in Angriff nehmen.